Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, den Länderwettkampf der besten Allrounder haben wir mittlerweile hinter uns mit einem berechtigten Sieger Deutschland, eine Hammertruppe. Aber alle 140 Hunde, die da mitgekämpft haben um den Sieg, sind ausnahmslos fantastische Hunde. Das habe ich schon gesagt. Heute mal wieder ein anderes Thema. Ein Thema, das meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Das ist heute wieder ein Video, welches es hauptsächlich auf Neulinge in der Kynologie, in der Welt der Hunde abgesehen hat. Sie wissen ja, dass mein Kanal sehr stark orientiert ist auf Menschen, die noch nie einen Hund hatten, auf Menschen, die sich neu orientieren in der Welt der Hunde, weshalb mein Kanal da in diese Richtung ausgerichtet ist. Das habe ich schon mal erklärt. Es freut mich immer, wenn ich auch nur eine Person erreiche, die in Zukunft als Hundeanfänger mal ein schönes Leben mit seinem Hund führt, weil dann weiß ich, dass auch der Hund ein schönes Leben mit seinem Besitzer führt. Ja, es gibt da draußen so viele Dinge, die tun mir richtig weh, wenn es um Hunde geht. Ja, und deswegen mache ich das. Ja. Doch selbstverständlich ist dieses Video auch für Profis interessant, aber ich weiß, dass bei diesem Thema die Profis natürlich alle wissen, wie der Hase läuft. Ja. Also um was geht es heute? Nun, ich wurde vor einigen Tagen vom Florian angeschrieben, der in Zukunft vorhat, sich seinen ersten Hund zu nehmen. Er hat mich da zu einigen Themen befragt, er hat mich schon vor einiger Zeit mal angeschrieben. Beim letzten E-Mail fragte er mich, ob er damit rechnen muss, dass ein pubertierender Hund mal seine Chefposition anzweifeln wird. Sie wissen schon, um was es geht. Ja, ja. Schauen Sie. Jo. Sehen wir uns das mal etwas genauer an. Ich versuche hier einige Tipps meinerseits preiszugeben, wie ich das sehe. Sie haben ja sicher schon mal die Sätze gehört. Lass deinen Hund niemals vor dir bei der Tür rausgehen. Oder der Drang deines Hundes beim Spazierengehen vor dir zu laufen, der zeugt von Dominanz dir gegenüber. Oder ständiges Kontrollieren von Eingangstüren ist ein Zeichen von Führungsposition des Hundes und so weiter. Ich sage Ihnen was. Alle diese drei Dinge, die Sie da soeben gehört haben, und die gehören zum Standardrepertoire des tu das nicht, denn Chefposition, Führungsposition und so weiter. Aber alle diese drei Dinge darf mein Hund. Mein Hund geht ständig vor mir bei der Tür raus. Ich fördere sogar, dass er beim Spazierengehen vor mir läuft, und er ist ein engagierter Türkontrolleur. Auch das fördere ich, und ich sage Ihnen was, zwischen uns gibt es, was die Chefposition betrifft, absolut keine Missverständnisse, nicht. Ja? Es ist einfach so, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Dem werden Sie mir zustimmen. Ein Thema, das sehr viel mit dem Individuum Hund zu tun hat. Ja? Das, was bei meinem Hund funktioniert, funktioniert vielleicht bei Ihrem nicht, und umgekehrt, das ist nun mal so. Also hier kann man nicht, keine, wie soll ich sagen, allgemein Medikamente verschreiben, damit irgendetwas nicht geschieht. Ja. Natürlich gibt es Situationen, gibt es Hundehaushalte, wo diese drei Dinge, die ich soeben gerade angesprochen habe, zum Tragen kommen. Die gibt es, gar keine Frage. Doch bei Vito und bei mir haben die drei Sachen, die da oft gerne erwähnt werden zum Thema, überhaupt kein Gewicht. Ja. Schauen Sie. Aufbegehren. Die Infragestellung Ihrer Position als Häuptling. Selbstverständlich kann das geschehen. Das geschieht zumeist in der Pubertät der Hunde. Ja. Also zu Zeiten der beginnenden Geschlechtsreife, wenn die Hormone verrückt spielen, ja, da geschieht das zumeist. Ja. Wenn Sie dann noch dazu ein nervöser, unausgeglichener Hundeführer sind, der keine klaren Strukturen, Grenzen setzt, ja, dann geschieht das schon mal leicht. Ja. Und das kann Ihnen aber mit heranwachsenden Hündinnen genauso geschehen wie mit Rüden, das ist ganz klar. Übrigens, wissen Sie, in welchen Hundehaushalten das zumeist geschieht? In denjenigen, wo oftmals von mein Hund ist
ein mir gegenüber gleichberechtigtes Lebewesen gesprochen wird. Ist so, ja? Wenn das allerdings geschieht, dann geschieht das ganz, ganz selten mit einem großen Knall, sondern das beginnt schleichend. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Es beginnt zum Beispiel beim Raufspringen. Und wenn man dagegen nicht arbeitet, dann äußert sich das später schon mal in Anspringen. Das geht von Verteidigung von Ressourcen wie Futter oder Spielzeug bis zu einem Zurechtweisungsbiss. Und dann geht's ganz schnell und Sie haben einen vierbeinigen Haustyrannen zu Hause. Ist so, ja? Aber wie tun wir jetzt von Anfang an? Ich sage Ihnen was, da gibt's keine in Stein gemeißelten Punkte. Ja. Nochmal, was bei meinem Hund funktioniert, muss bei Ihrem nicht funktionieren und umgekehrt. Ja. Sobald Ihr Hund Ihnen gegenüber Dominanz zeigt, war da irgendwann mal irgendwo der Hund in der Erziehung begraben, da gab's irgendwann mal ein Ungleichgewicht, ja, welches den Hund diese Frage der Chefposition dann stellen lässt. Ist so. Ja. Mein Hund Vito, der testet mich zum Beispiel noch nie. Ja. Der wird jetzt am 4. Dezember 5 Jahre alt und zwischen uns ist diese Sache absolut glasklar. Obwohl er als erster bei der Tür rausgeht. Und ich das auch will. Denn wenn er hinter mir nachtackert, sage ich zu ihm, komm, geh vor. Obwohl er beim Spazierengehen vor mir läuft, ich das sogar fördere. Und obwohl er ein engagierter Türkontrolleur ist. Ja, ist die glasklar, die Position bei uns beiden. Aber das war, weil ich ihm gegenüber immer derart souverän und richtungsweisend unterwegs war, dass ich ihm die Frage, wer der Boss ist, einfach niemals gestellt hat. Aber was ist, wenn? Ja, also Sie sind neu in der Hundewelt, Ihnen sind mehrere Hoppalas in der Erziehung geschehen. Das kann ja geschehen, ist noch kein Weltmeister vom Himmel gefallen. Ja. Und eines Tages sitzt der Hund in Ihrem Wohnzimmersofa und als Sie ihm sagen, er solle davon runtergehen, vernehmen Sie ein drohendes Knurren und sehen eventuell aufgebleckte Zähne. Also seine Message lautet, das ist jetzt auch mein Sessel, du hast mich nicht wegzuschicken. Ja, ja, was tun Sie dann? Ja? Also ich sage nur was, ein beherztes und ernst gemeintes Verschwind aber sofort. Das sollte reichen, ja? Um den Hund Ihre Einstellung dazu klar zu machen. Reagieren Sie in diesem Moment nicht oder winken Sie diese Situation halb so wild ab, dann haben Sie verloren. Das sage ich Ihnen gleich und das weiß auch Ihr Hund. Der hat das abgespeichert. Und Sie dürfen mit Fortsetzung diesbezüglich rechnen. Das garantiere ich Ihnen. Ja. Manche Hunde neigen dazu, das Ganze öfter mal auszutesten, wenn es sehr charakterstarke Hunde sind und wenn es von ihrer Seite an klaren Strukturen fehlt. Ist nun mal so. Doch aufgepasst. Nicht immer handelt es sich gleich auch um Aufbegehren oder einen Test Ihres Hundes. Das ist nicht immer so. Manchmal sind Hunde auch einfach nur mit gewissen Situationen überfordert und reagieren dann in ähnlicher Art und Weise. Doch hierbei sollte man dann unterstützend und nicht bestimmend dem Hund gegenüber auftreten. Das ist ganz klar. Ja. Doch um zu erkennen, um was es sich in dieser Situation handelt, das ist die Kunst. Aber wenn Sie viel mit Ihrem Hund zu tun haben, wenn Sie sich viel mit Ihrem Hund beschäftigen, ihn lesen lernen und so weiter, dann erkennen Sie das. Ganz sicher, das verspreche ich Ihnen. Noch was. Sollte Ihr Hund einmal klar erkennbar einen Versuch starten, ob Ihr Thron noch feststeht, ja, dann machen Sie kein stundenlanges Drama daraus, nachdem Sie ihm Ihre Position klar verständlich gemacht haben. Ja. Reagieren Sie sofort, unmissverständlich und klar. Und wenn Sie sehen, dass der Hund das verstanden hat, ja, dann kann das nach 5 Minuten ruhig wieder gut sein, ja, von Ihrer Seite aus. Das heißt nicht, dass Sie ihn nach 5 Minuten mit einem Leckerchen belohnen, denn das ist kontraproduktiv. Ja? Aber gehen Sie in den normalen Tagesmodus über. Schauen Sie, für einen Hund war das kein Schwerverbrechen. Der würde dann nicht verstehen, dass er dafür jetzt stundenlang büßen müsste. Ich habe das schon gesehen. Ja? Müssen Sie sich also jetzt fürchten als Hundeneuling, dass so etwas mal geschehen wird? Na, fürchten müssen Sie sich nicht. Schauen Sie, wenn Sie Hunde interessiert sind, dann werden Sie höchstwahrscheinlich auch erpicht darauf sein, sich in die Materie einzulesen. Sie werden mit erfahrenen Hundebesitzern sprechen, mit Sicherheit auch zu diesem Thema. Na, hören Sie sich das an,
Lernen Sie Ihren Hund kennen, schauen Sie, genauso wie wir sind Hundebabys, dann werden Sie zu Jugendlichen, dann werden Sie Erwachsene. Selbstverständlich gehe ich mit einem Baby anders um als mit einem Jugendlichen und mit einem Erwachsenen, ist ganz klar. Sie wachsen mit Ihrem Hund mit, Sie wissen, wie Ihr Hund auf verschiedene Situationen reagiert. Ein Hund ist charakterstärker, der andere ist weniger charakterstark. Bei einem Hund muss ich das klar erkennbarer vertreten, meine Position, bei einem anderen Hund weniger. Sie kennen Ihren Hund am besten. Wie gesagt, nochmal zum 3. Mal, was bei meinem Hund funktioniert, muss bei Ihrem nicht funktionieren und umgekehrt. Aber wie gesagt, nochmal, wenn Sie für klare Strukturen in der Erziehung sorgen, Grenzen setzen, ich sage das schon mal, meiner Meinung nach ist das beste Rezept für eine Hundeerziehung ein gutes Mittelding zwischen konsequenter und liebevoller Hand. Ja. Nicht zu weich sein, nicht zu konsequent sein, einfach Grenzen setzen. Das darfst du nicht. Ruhig, souverän, nicht ängstlich, nicht nervös, nicht hektisch dem Hund gegenüber auftreten, und dann sollte sich normalerweise für den Hund die Frage, ob Sie noch immer der Chef sind, niemals stellen. Doch auch wenn das mal geschieht, weil Ihnen ein Hoppala geschehen ist in der Erziehung, ja, es gibt Schlimmeres. Wie gesagt, reagieren Sie sofort, reagieren Sie klar, erkennbar, unmissverständlich für den Hund. Normalerweise reicht ein beherztes Negativkommando, der Hund versteht das. Und im Normalfall war es das dann auch schon. Wie gesagt, es gibt charakterstärkere Hunde, die werden das dann vielleicht noch 2-3 Mal austesten. Aber es soll normalerweise dann nichts Schlimmeres mehr geschehen. Was Sie nicht tun dürfen, ist nichts zu tun. Also reagieren Sie darauf. Bitte. Ja, denn wenn Sie nicht darauf reagieren, dann haben Sie verloren, und dann befinden wir uns schon wieder in einer ganz anderen Welt, in einem ganz anderen Spiel. Ja, so viel zum Thema. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, und das war's schon.